Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Heute, wie ihr unschwer erkennen könnt, werde ich versuchen, bei meinem Daily hier, bei meiner Daily-Karre, ja, das ist mein Auto, einen Ölwechsel bzw. den 8. Ölwechsel schon mittlerweile durchzuführen. Dieses Auto hat alle 10.000 Kilometer von mir immer einen Ölwechsel bekommen und der aktuelle Ölwechsel ist jetzt in 500 Kilometern fällig. Wie ihr aber unschwer erkennen könnt, mache ich das heute blind. Wieso, weshalb, warum? Dementsprechend, ja, was soll schon schief gehen, oder? Scheiß drauf. Gib bitte Gag. Und, geht's rein? Und? Ich hab das Gefühl, ich hab daneben gekippt, sag ich dir ehrlich. Hier, oh mein Gott. Junge, wo ist die Ölablassschraube, Mann? Das kann doch nicht sein. Ich würde mal sagen, wir fangen einfach hier an. Okay. Okay, hier müssen wir hin. Hier ist das Dreieck. Da müssten wir hin. Ja, ich denke. Diesmal bin ich klüger. Wo ist das Dreieck? Wo ist das Dreieck? Ja. Ich glaube, das ist nicht so gut hier. Ja. Ach so, ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe, aber das Auto ist warm. Wir machen den Ölwechsel schon richtig. Okay. Ich lasse den Wagen jetzt einmal kurz hoch und würde mir einmal kurz angucken, wie ich das blind quasi gemeistert habe. Wir machen jetzt von 4 Punkten, wie viele ich gut gemacht habe, okay? Also, let's go. Wir zählen hier oben mit. Okay. Dann würde ich sagen, fangen wir direkt mit dem Punkt an. Boah, bei mir ist die ISO aber komplett oben, Junge. Okay. Ja, das kann man, das ist gut. Also 1 von 4 ist geglückt. 2 von 4. Hey, der ist auch gut. Blind, ne? Blind. Also wir sind schon mal bei 50% angekommen. 50% sind schon mal gut. Jetzt. Oh. Der ist am Schweben. Ja, komm, der ist auf dem Teller. Sagen wir mal, lass mal das gelten. Der war nicht hochgedreht. Kann man einen halben Punkt, sagen wir 2,5. Komm, machen wir einen halben Punkt draus. Also 2,5 habe ich geschafft. Und, boah! Also, nächsten Ölwechsel, haut mich an, mach ich euch so, mach ich euch im Schlaf. Dann setzen wir wieder unser... Da willst du die nicht hochfahren? Blind, natürlich. Okay, Luftfilterkasten, den erstmal auf. Und wo ist der Peilstab bei meinem? Hier. Zack, die 2 schon mal auf. Ich brauch nicht mehr sehen. Jetzt lassen wir das Auto komplett hoch. Jetzt, nächstes. Ich habe mir das Werkzeug tatsächlich rausgelegt. Ich habe nur den Drehmomentschlüssel parat gelegt. Ich muss erstmal an den Ölfilter drankommen und der sitzt... hier ist das Rad. Der sitzt normalerweise hier drüber. Und ich weiß, dafür muss diese Verkleidung ab. Und ich weiß aus dem Kopf heraus, das sind 25er Torx. Nee, das ist nicht. Ich hab. Wie viele Striche zeigt der an? Einen. Scheiße. 2. Okay. Das 25, steht da T 25? Das ist 25, oder? Ja. Vielleicht habe ich die ganze Radauschale abgebaut, aber nicht hier unter Bodenverkleidung. Okay. Hier vorne müsste eigentlich eine sein, meine ich. Ich glaube, ich habe auch gar keine Handschuhe angezogen, fällt mir gerade ein. Egal. Weißt du, was Schlimmes? Wenn ich jetzt an den Auspuff komme, der ist noch warm oder an den Krümmer, dann macht das Aua. Könnt ihr mal gerne reinschreiben, was ihr denkt, mit welchen Verletzungen ich hier rausgehe. Ach du Scheiße. Alter, blind. Flex. So, jetzt, die Sache ist, normalerweise, jeder in der Werkstatt wird jetzt den machen. Dadurch, dass ich schon mal blind bin, muss ich das jetzt auch suchen. Kannst mir nur einen Gefallen tun, kannst mein Handy wegtun. Ich sehe sonst wieder ein kaputtes Handy vor mir. Aha! Dass das stehen bleibt, ist ein Wunder. Das passiert bei mir eigentlich noch nicht mal, wenn ich nicht blind bin. Wow. Boah, ist das eklig, das jetzt einzustellen. Ja, hier ist Cut. Hier wird's immer wärmer. Aber 12 Sekunden später. Junge, wo ist die Ölablassschraube, Mann? Das kann doch nicht sein. Warte. Heiß. Das ist sie. Doch, das ist sie. Fuck.
Aber eigentlich müssen wir den Ölfilter vorher lösen. Das wird jetzt richtig witzig. So. Hier, da ist der Ölfilter. Hi. Scheiße, ich brauche für den auch eine Nuss. Ich weiß, dass es eine große Nuss ist. Was ich jetzt machen werde, ich werde jetzt Trick 17 machen. Ich nehme den neuen Filter. First try einfach. Ist das krass oder ist das krass? Aha. Boah, der Ölfilter ist richtig warm. Boah, ich werde mich richtig verbrennen jetzt. Ah, warte mal, bevor wir was daneben kippen. Ich habe die Idee. Ja, das müsste aufgehen. Ist das Werkzeug überhaupt hier? So, Freunde, jetzt Moment der Wahrheit. Wird auf jeden Fall lose. Das hört sich gut an. Ist das Öl heiß? Ah, ja! Ja, ist heiß. Wo bist du, Ölfilter? Ölfilter, wo bist du? Kannst dich nicht verstecken. Boah, ich hoffe, ich bin in Position. Wenn der jetzt runterfällt, da ist auch nochmal Öl drin. Und der ist warm, der Ölfilter. Ich kann ihn nicht halten, der ist heiß. Das ist hoffentlich reingegangen, nicht daneben, oder? Easy. Irgendwie geleckt. Bumm. Hier ist die Ölablassschraube. Die Nuss passt aber nicht. Okay. Jetzt, meine Damen und Herren, kann die größte Scheiße der überhaupt passieren. Okay, ist schon mal gelöst. So, ich muss jetzt kurz berechnen, warte. Wir haben hier die Ablassschraube, hier ist die Kante. Wir haben einen Durchmesser von, sagen wir so, VW-Up-Felgen ungefähr, also 14, 15 Zoll. Das heißt, wenn ich das alles richtig berechnet habe, müsste das genau reingehen. Moment der Wahrheit. Freunde, Moment der Wahrheit. Ich trau mich nicht. Noch letzten gewinnende Gänge. Ah! Und, geht's rein? Wie sehe ich aus? Scheiße. Bumm. Hände sauber machen natürlich auch. Ganz wichtig. Ich muss jetzt hier auch ein bisschen sauber machen. Gut? Was denn? Ich hab's ins Gesicht. Oh, sorry. Also richtig viel? Brennt? Schmeckt? Nichts sauber gemacht. Du hast alles sauber gemacht, außer das Öl. Ernsthaft? Scheiße, das wird jetzt die größte Challenge. Was war das? Das war das Stativ, ne? Also Freunde, wir haben jetzt hier das Öl einmal vorbereitet, den Ölfilter und ja, wir hatten eigentlich noch eine Ablassschraube hier irgendwo. Hallo? Hier. Ölablassschraube und den Drehmomentschlüssel. Wir haben den Drehmomentschlüssel auf 30 Newtonmeter eingestellt. So viel kriegt die Ölablassschraube nämlich. Wir nehmen jetzt die Ablassschraube, nehmen die mit der Hand fest. So. Und 18 passt nicht, ich Idiot. Ich habe 18, 19 Schwäche. Nehmen wir die 19. Gehen wieder zum Auto. Oh. Aua. Gehen wieder zur Ölablassschraube. Ja, das ist die Ölwanne, merke ich am Rost. Zack, ist fest. Und dann machen wir da sauber. Schön die Ölwanne sauber machen. So. Ich habe da noch ein bisschen Ölwanne auf dem Rost. Scheiße. Jetzt kommt der geilste Part. Jetzt nehmen wir den Ölfilter. Dann nehmen wir Öl. Die Dichtung hier, die muss vorgeschmiert werden. So, ein bisschen auf den Finger drauf und dann ist der vorgeschmiert. Jetzt gehen wir zurück. Jetzt muss ich suchen, wo der reingekommen ist. Warte mal, hier ist Klima. Ich glaube, ich bin zu weit. Da, ich hab's. Jetzt den durch. Ach du Scheiße. Das ist heiß da, Alter. Tschüss. Und den befestigen wir dann handfest, weil der zieht sich eh zusammen. So, da. Stark. Brauche ich Bremsenreiniger. Die Unterbodenverkleidung lasse ich jetzt erstmal noch ab, weil ich fahre erstmal eine Proberunde und ich will erstmal gucken, wie sauber ich das da gemacht habe. Wir wollen ja hier keine unnötigen Ölspuren verteilen. Zwischen den Ölpott. Ah. Okay, Auto müsste jetzt
Ölfilter ist fest, Ölablassschraube ist fest. Jetzt muss Öl rein. Wir haben hier, bei dem Kanister, haben wir ungefähr 1,5 Liter bis 2 Liter. Der Wagen kriegt 3,5 Liter. Ich werde 3 einfüllen, werde den warm laufen lassen und wenn ich zu Hause bin, fülle ich dann nochmal nach. Ich brauche jetzt nur meinen Trichter. Leitet mich her und gebet mir den Trichter. So, Freunde, Stunde der Wahrheit. Also, jetzt müsste ich drauf sein. Ich hab's bei der Bühne, ne? Habe ich nicht mal mit Augen geschafft, ordentlich einzufüllen. Genau das. Wenn ich das jetzt blind bei dem schaffe, ich habe das Gefühl, ich habe daneben gekippt, sage ich dir ehrlich. Oh mein Gott. Scheiße, Mann. Aber Öl geht's gut. Oh ja, das wird schon eine Nummer schwieriger. Warte. Hier ist Luftfilter, Zahnriemenabdeckung. So, was wir jetzt noch machen müssen, ist, ich muss mir einmal die Hände sauber machen. Dieses Fahrzeug hier hat natürlich auch eine Anzeige drin, wann mein nächster Service gemacht werden muss und den müssen wir zurücksetzen. Also Freunde, wenn ich jetzt die Zündung anmache, müsste da ein Symbol kommen mit dem Schraubenschlüssel. So, was wir jetzt machen, Zündung aus. Ich mache den Schlüssel nochmal raus, nochmal rein. Ich drücke den linken Knopf, Zündung an und rechts. Ist das Symbol wieder da mit dem Schraubenschlüssel? Ja. Scheiße. Oder war das andersrum? Das ist zuerst so. So, jetzt ist weg. Und jetzt zum Überprüfen. Ist weg, ja? Ja. Die Schlange drauf drücke. Ja. Jetzt zeigt der, da müsste jetzt 10.000 oder so stehen, 15.000 mit dem Schraubenschlüssel. Und da seht ihr, dass in 10.000 Kilometern der nächste Ölwechsel passieren muss. Und das, meine lieben Damen und Herren, das kann man nur mit seinem Daily machen, wenn man das Auto komplett auswendig kennt. Das ist der 8. Ölwechsel bei diesem Auto und ich habe diesen Ölwechsel komplett blind gemacht. Komplett, von Anfang bis Ende. Öl ablassen, Öl auffüllen, Ölfilter wechseln, Auto aufbocken, alles komplett blind gemastert. Genauso wie das Aussteigen gerade. Und ebenfalls das Zurücksetzen. Sollte es noch irgendwas geben, dann werdet ihr es jetzt zwischengeschnitten sehen. Es gibt eine Sache, klar. Einerseits da vorne die Unterbodenverkleidung, die muss ich noch befestigen. Die werde ich natürlich auch blind befestigen. Und? Wie sieht das aus? Ja, jetzt die Frage, ne? Wie rum ist richtig rum? Oh, ich hatte Augen zu. Ich hatte jetzt einfach keinen Bock, bin ich ehrlich. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Wenn ihr gerade am Essen seid, guten Appetit. Haltet euch aber auch kurz die Ohren zu, weil wenn ihr gerade auf Toilette seid, wünsche ich euch einen guten Rutsch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr irgendwelche anderen Challenges in solchen Formaten sehen wollt, weil das hier wird jetzt der Anfang von einer Serie, glaube ich, sein. Oder der Anfang von etwas Neuem. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, wenn ich mal irgendwas ausprobieren soll, schreibt's mir gerne rein. In diesem Sinne gibt's eigentlich nicht mehr zuzufügen. Macht's gut, bis bald. Peace.